seit 2018 gehöre ich zu einer internationalen Arbeitsgruppe, die sich CRIAS nennt, also Climate Reconstruction from the Impacts from the Archives of Societies. Und diese Gruppe arbeitet stark naturwissenschaftlich orientiert. Und ich bin aber Historiker. Und deswegen hat es mich immer etwas geschmerzt, dass die Stärken unserer Disziplin nicht zur Geltung kommen und die ganze Kulturgeschichte. Und im Lauf der Forschung zu Klimageschichte bin ich allein schon über so viele interessante Objekte gestolpert, wo ich dachte, da könnte man eine Ausstellung daraus machen. Und das war die Idee, das in diese Gruppe CRIAS einzubringen, an die gesamte klimahistorische Community aus Historikern, aus Klimatologen, sonstigen Naturwissenschaftlern und alle zu bitten, tragt bei, was ihr in eurer Arbeit an interessanten Objekten zur Klimageschichte gefunden habt. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Das war die Intention und das Feedback dazu war sehr positiv. Und deswegen wollten wir zeigen, dass man Klimaveränderungen, die abstrakt sind, die man nicht wahrnehmen kann, die man heute messen kann, aber in der Vergangenheit nicht, dass man die trotzdem zeigen kann an gewissen Objekten, dass auch vergangene Gesellschaften sich damit auseinandergesetzt haben. Also wir versuchen über einen sehr großen chronologischen Zeitraum, 12.000 Jahre, also unsere Objekte gehen von 10.000 vor Christus bis quasi ins 20. Jahrhundert hinein, versuchen wir zu zeigen, wie historische Gesellschaften mit Klimaveränderungen umgegangen sind. Also wie wurde in erster Linie Wetter wahrgenommen, weil Klima, wie gesagt, kann man nicht wahrnehmen. Welche Vorstellungen von Klima gab es? Wie wurde versucht, Wetter zu manipulieren durch religiöse Rituale, durch Magie? Wie haben sich Gesellschaften erinnert an Katastrophen, die durch Wetterphänomene ausgelöst wurden? Und wie konnten vielleicht historische Gesellschaften auch profitieren? Oder wie haben sie sich angepasst? Wurden Erfindungen getätigt, technologische Anpassungen, die man vielleicht gar nicht in Verbindung bringen würde mit Wetterveränderungen oder Klimaveränderungen? Und das zeigen wir eben in drei Schwerpunkten, eben wie wird an Katastrophen erinnert, wie passen sich Gesellschaften technologisch an und als Schwerpunkt, wie hängen Hungersnot und Klimaveränderung eigentlich zusammen. Das ist ein Phänomen, das sich über die gesamte Geschichte spannt und auch bis heute relevant ist. Das ist die Grundstruktur der Ausstellung. In den wenigsten Fällen sind die AutorInnen die Bildrechteinhaber, sodass aufwendige Recherchen zum Teil durchgeführt werden mussten. Das vor allen Dingen auch daran liegt, dass die wenigsten Objekte, die wir hier in dieser Online-Ausstellung zeigen wollen, Public Domain sind, das heißt über Museen oder Archive für den Nutzer frei zugänglich gemacht wurden, was dazu geführt hat, dass die Recherchen wirklich weltweit und mit verschiedenen Behörden oder WissenschaftlerInnen oder Museen, Archiven geführt wurden, sodass beispielsweise der Korrespondenzverkehr von Lateinamerika also in die USA geführt hat, auch nach Deutschland natürlich, europaweit vom Prinzip her. Und das zeigt vom Prinzip her aber auch, wie vielfältig die Objekte sind, die dann darstellen werden. Ich denke, das Einzigartige ist, dass dass bisher in der Klimageschichte das noch nicht versucht worden ist, es an Objekten zu zeigen. An Texten natürlich, selbstverständlich, aber an Objekten, jeder Forscher in diesem Bereich, jede Forscherin kennt zwar welche, aber man hat sie noch nie zusammengebracht. Das haben wir als Auswahl versucht und das also wirklich global und über größere Zeiträume. Und ich glaube, wir haben das gesammelte Wissen dieser Community zusammentragen können. Und das hat es in dieser Form zu Objekten noch nicht gegeben. Wir haben verschiedenste Medien, die wir bedienen können. Wir haben
Kunst- und Kulturobjekte aus Glas und Holz, wir haben Gemälde, wir haben technische Geräte, wir haben unter anderem auch Abbildungen von Höhlenmalerei. Also ganz viele verschiedene Epochen, die auch bedient werden in dieser Schau, sodass wir vom Prinzip her einen Querschnitt der Klimageschichte oder Klimaveränderungen und dem Umgang, den der Mensch mit diesen Veränderungen erlebt hat in seiner Lebenswelt, in der jeweiligen historischen Zeit, was er daraus gemacht hat, wie das ihn betroffen hat, was er empfunden hat und wie das Ganze für ihn auch Auswirkungen hat. Und dann können wir auch aus der heutigen Zeit, der heutigen Perspektive uns Gedanken dazu machen, wie für uns so eine Klimaveränderung ist, die ja auch aktuell einfach vonstatten geht. Das sogenannte Guckkastenbild zu dem Hochwasser von 1784, was im Stadtarchiv Würzburg ausfindig gemacht werden konnte von mir, was ein unfassbar spannender und sehr schöner, kolorierter Kupferstich ist und deswegen auch sehr beeindruckend ist. Schwierig, aber ich glaube, für mein Lieblingsobjekt ist der Wein von 1540, eine Weinflasche in Würzburg heute aufbewahrt, die auch aus Würzburg stammt. Und dieser sogenannte Steinwein, benannt nach einem Weinberg, dem bekanntesten Weinberg von Würzburg, aus dem Jahr 1540, an dem kann man ganz viel zeigen. Man kann den heißesten Sommer des letzten Jahrtausends zeigen, denn deswegen ist der Wein berühmt. Das war das Jahr 1540, das fast niederschlagsfrei war und extrem warm, was zu einer exzellenten, herausragenden Weinlese geführt hat, weswegen dieser Wein legendär war und man hat ihn dann aufbewahrt. Und nicht nur dieses klimahistorische Ereignis ist daran zu zeigen, sondern wie mit diesem Objekt dann weiter umgegangen wurde. Es wurde im Dreißigjährigen Krieg vor den Schweden versteckt in einem eingemauerten Fass in Würzburg. Es kam später in die Weinsammlung von Ludwig II. Von Bayern. Der hat das dann wiederum verkauft, unter anderem um seine Schlösser zu finanzieren, kam nach England, kam in die Hände eines jüdischen Händlers aus Würzburg, dessen Nachfahren von den Nazis fliehen mussten. Und also man kann die Geschichte von 500 Jahren in verschiedensten Aspekten an einem Objekt zeigen, das nicht nur klimahistorisch interessant ist, aber damit fängt es an.